Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Lenovo und zwar ein Yoga und ich zeige euch auch gleich, wo man die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer findet man auf der Rückseite, ziemlich schlecht zu lesen, genau hier. Und ja, mit dieser Modellnummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man bei dem Gerät noch sagen, dass es sich hier um ein Touch-Display handelt. Wenn man das tauschen muss, ist es aber so, man muss tatsächlich nur die Schiene hier unten lösen, die kann man vorsichtig weghebeln und kommt so an das Display ran. Das heißt, die Einheit muss man da gar nicht komplett abschrauben. Bei der Tastatur und dem Touchpad ist es so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuerst alle Schrauben lösen. Und hier ist es so, dass die vorderen 4 etwas kürzer sind als die 3 hier hinten. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Und es handelt sich hier auch um Torx-Schrauben. Und ja, also ganz generell, ich benutze hier für alle Arbeiten super praktisches Universalwerkzeugset. Und da ist alles dabei, was man so gebrauchen kann. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen, die ich mir da jetzt schon mal vorbereitet habe. Und für die Torx-Schrauben nehmen wir in dem Fall hier ein T5. Und für die Arbeiten im Gerät, weil das sind dann normale Kreuzschrauben, müssen wir dann wechseln. Und da würde ich hier auf ein PH0 gehen. Bevor man jetzt die Unterseite löst, noch eine Anmerkung dazu. Und zwar ist die Unterseite hier quasi über ziemlich lange Noppen unten drunter geschoben. Das heißt also, man sollte auf jeden Fall von vorne anfangen und dann die Unterseite in die Richtung rausschieben. Und da kann man, glaube ich, hier auch ganz gut sehen, wo die Verbindung zwischen Gehäuse und Unterseite läuft. Und in dem Fall also ist das ja auch Aluminium und ich will das jetzt nicht wirklich zerkratzen. Ja, ich nehme einen Öffner aus dem Werkzeugset und ich glaube, ich werde dafür jetzt auch tatsächlich einen nehmen, der wirklich super dünn ist. Und dann versucht man zwischen Gehäuse und Unterseite hier in die Lücke zu kommen und da eine Öffnung zu schaffen. Und wie gesagt, ich bin da jetzt einfach ein bisschen vorsichtiger, um da eben nichts zu zerkratzen. Aber da kommt man hier wirklich ganz gut rein. Ich glaube, das kann man ganz gut sehen. Und hat so auf jeden Fall schon mal eine Öffnung geschaffen. Und dann kann man auch, wenn man hier einmal eine Öffnung hat, tatsächlich dann einen anderen, stabileren Öffner nehmen und sich dann so einmal um das Gerät arbeiten. Wie gesagt, auf der Vorderseite anfangen und das dann eben so ein bisschen nach oben hebeln. Das knackt teilweise auch recht laut, das ist aber normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen und dann kann man irgendwann, merkt man schon, dass man hier Spiel hat. Und dann, wie gesagt, sorry, da bin ich an die Kamera gekommen. Dann ist das hier eingehakt. Das heißt, man zieht die Unterseite dann so hier unten vor. Und da sieht man, glaube ich, auch die Noppen ganz gut. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir da jetzt aber irgendetwas weiteres dran machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt.
Und wir sehen hier das Kabel, das zum Mainboard führt. Und das kann man einfach nach hinten rausziehen. Auch am Kabelbund kann man das fassen. Und ja, falls das mal ein bisschen schwerer geht, das hat sogar noch hier eine kleine Ausbuchtung, dass man da vielleicht sogar noch sich eine kleine Hilfe dazu nehmen kann. Und ja, so ist man auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku hier die SSD. Das ist in dem Fall jetzt eine verkürzte, die hier quasi an einer Verlängerung hängt. Das zeige ich euch aber später. Wir sehen hier drüben das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Dann können wir hier natürlich noch den Lüfter und den Heatsink sehen. Hier ist noch die CMOS-Batterie, die ist quasi nur aufgeklebt und hier am Mainboard verbunden. Und bei dem Modell ist es so, dass der RAM nicht tauschbar oder erweiterbar ist. Der ist nämlich hier aufgelötet und damit quasi fest. So, um den Akku jetzt zu tauschen, muss man die Schrauben hier lösen. Die sind auch alle hier mit M2 beschriftet. Und wie gesagt, falls man das vorher noch nicht gemacht hat, den Aufsatz hier zu einem PH0, also einem Kreuzschraubendreher, wechseln. Und sobald man alle Schrauben raus hat, kann man den Akku dann von hier nach oben aus dem Gerät nehmen. Ich glaube, der ist jetzt hier noch irgendwo aufgeklebt. Mal schauen. Eine Schraube sehe ich da jetzt eigentlich nicht. Oh doch, da habe ich eine Schraube übersehen. Heieiei. Ich sag noch, die sind alle beschriftet und übersehe sie. Genau, aber das ist auch ein typisches Beispiel dafür, dass wenn irgendwas nicht geht, wenn es sich nicht relativ leicht lösen lässt, dann ist noch irgendwas und dann auf keinen Fall irgendwie mit Gewalt dran reißen, sondern eben noch mal gucken, ob man da vielleicht was übersehen hat, so wie ich jetzt gerade. Genau, und dann lässt er sich nämlich ganz einfach aus dem Gerät nehmen und ja, so gegebenenfalls auch tauschen. Wie gesagt, bei der SSD handelt es sich hier um eine verkürzte SSD, da passt aber auch eine ganz normale lange rein, ist vielleicht auch verbaut. In beiden Fällen wird die nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Und dann kann man die so leicht nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Genau so. Und ja, wie gesagt, die ist jetzt hier einfach noch total verklebt mit dieser kleinen Folie hier. Ich zeige euch das aber trotzdem mal. So sieht hier quasi die Halterung aus. Da kann man sehen, dass die hier nochmal verschraubt ist. Also falls man da ja, eine lange SSD einbauen will, braucht man das gar nicht und kann die einfach hier direkt wieder zurückschrauben ja, oder stecken. Und hier ist es auch so, die geht nur in eine Richtung überhaupt rein. Ja, so würde das jetzt gar nicht gehen. Das heißt, die kommt in den Slot zurück, wird so ein bisschen nach unten gedrückt und dann einfach wieder verschraubt. Beim Lüfter ist es hier so, dass man den nicht einzeln tauschen kann. Den kann man nur zusammen mit dem Heatsink tauschen, aber auch das ist echt einfach gemacht. Der Heatsink selber wird nämlich nur von den 3 Schrauben hier gehalten. Und der Lüfter von diesen 3 hier, das heißt die allesamt raus. Da ist noch das Kabel zum Mainboard, das am besten am Stecker selber anfassen und rausziehen. Und dann kann man quasi den Lüfter samt Heatsink nach oben aus dem Gerät nehmen. Und ja, einfach das Kabel hier noch aus der Führung rausnehmen, aber das ist auch ja, selbsterklärend. Und ja, dann schaut man, ob die Kühlpaste noch okay ist oder ob man da vielleicht eine neue braucht. Und dann wird der in umgekehrter Reihenfolge genau so wieder hier montiert. Und nicht vergessen, ganz, ganz wichtig, das Lüfterkabel auch wieder zu verbinden. Falls man da nicht sicher ist, man kann hier auf der einen Seite des Steckers Kontakte sehen. Die sind wirklich nur auf einer Seite. Und die Kontakte zeigen beim Wiederverbinden nach unten. Dann hier auch schauen, dass das wirklich wieder richtig drin sitzt. Alles wieder verschrauben und also auch überhaupt kein Hexenwerk. Der Akkueinbau ist echt super praktisch gelöst, weil nämlich jeweils neben den Schrauben hier noch so kleine Öffnungen für die Führungshilfen sind, die man genau auch hier sehen kann.
Das heißt, wenn man den auf beiden Seiten hier einhakt, dann ja, fällt er automatisch in die richtige Position und muss nur noch verschraubt werden. Und ähnlich wie beim Lüfter auch hier nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden, sonst muss man den ganzen Kladderadatsch nochmal aufmachen. Genau, bis ganz in den Stecker rein und dann kann man die Unterseite wieder drauf machen. Bei der Unterseite ist es jetzt eben so, dass man wirklich schauen muss, dass alle diese Noppen wirklich hier unters Gehäuse gehen. Also am besten relativ flach hier drunter schieben und dann nach unten drücken. Das ist manchmal ein bisschen fummelig. Hier drüben kann man jetzt zum Beispiel auch sehen, dass das noch nicht ganz war. Und danach eigentlich nur noch nach unten drücken. Auch das knackt ziemlich laut, aber das ist normal, bis alle Einraststellen wieder verbunden sind. Am Ende auch durchaus, bevor man es verschraubt, nochmal schauen, ob wirklich alles hier verschlossen ist, keine Lücke mehr zu sehen ist. Dann den Aufsatz wechseln, wieder zu einem T5 zurück. Dann wird das alles verschraubt und ist ja super schnell erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.